Ja, das ist Nina. Nina ist Handwerkerin. Grüß dich, Nina. Hi. Ja, das ist eine Kabine. Du planst neue Kabinen, die hast du jetzt nicht geplant. Die habe ich nicht geplant. Genau. Warum hast du dich als Handwerkerin entschieden, gerade zum Tobias Teichmann zu gehen? Weil du könntest ja überall arbeiten. Ja, ich finde so Innenausbau von so Wohnkabinen sind super spannend. Das ist super vielseitig. Ja, die sind Alles anders. Es sind immer neue Projekte. Keins ist gleich wie das andere und es ist schon sehr spannend. ja, Tobi ist auch ein bisschen crazy. Ein bisschen, ja. Ja, der ist nämlich gerade hier. Wie hast du Nina gefunden? Keine Ahnung, ist mir zugelaufen irgendwie. Also es ist eine längere Geschichte. Ne? Also sollen wir es erzählen? Oder? Ja, ne? Im Grunde genommen wohnen wir im gleichen Ort, kannten uns aber nicht. Wir sind auch ein bisschen jahrgangstechnisch leicht auseinander, ein paar Jährchen. Echt? Das sieht man gar nicht. Genau, ja. Ihr Papa kam zu uns, nachdem ihm ein Bimobil umgefallen ist. Ja? Und wir jetzt mit ihm zusammen ein gemeinsames Projekt realisieren. Ich habe zu ihm gesagt, du, schnell geht da gar nichts, wir haben viel zu tun. Und dann hat ihr Papa zu mir gesagt, du, pass auf, wir haben eine Nina, die ist Schreinermeisterin. Die ist sogar Schreinermeisterin. Die Echt? Ja? Ja, ich habe meinen Meister letztes Jahr gemacht. Hast du es durchgezogen schnell, oder? Ja, ich habe direkt nach der Ausbildung mit dem Meister angefangen und habe es in einem Jahr durchgezogen. Du bist jetzt 21, oder? Ich bin 23. 23. Krass. Sag mal, das mit dem Holz, ist dein Vater schon irgendwie Schreiner gewesen? Oder? Nee, gar nicht. Gar Also in der Familie bin ich die Erste. Und hat die Mama geweint, als du gesagt hast, ich mache Handwerk statt Bank? Nee, gar nicht. Die freut sich über alles, was ich mir nach Hause bringe. Bist du jetzt beliebt in der Nachbarschaft eigentlich? Ja, ich glaube, viele wissen das gar nicht, dass ich als Schreinerin arbeite. Das wird sich jetzt ändern. Super, ich freue mich. So, jetzt bist du 23, Schreinermeisterin. Das heißt, eine Meisterschule ist Vollzeit, ein Jahr oder was Ja, machst du? das war in Würzburg Vollzeitschule. Geht auch Teilzeit, aber ich habe mich entschieden, es Vollzeit zu machen, um es durchzuziehen in kürzester Zeit. Und es hat auch gut funktioniert. Also es war schon auch sinnvoll direkt nach der Ausbildung, finde ich. Verdient man ein bisschen mehr als Meisterin? Ja, Ja. ein bisschen. Zahlt ihr auch mehr? Schauen wir mal. Schauen wir mal, wie es da ist. So, du bist jetzt wie lange dabei? Ich bin jetzt erst seit Mitte Februar hier. Seit Mitte Februar, das heißt 2,5 Monate. Geht der Tag schnell vorbei? Ja, es ist so viel zu tun, der Tag geht richtig schnell rum. So. Bist du noch selber jetzt am Arbeiten oder bist du am Planen hauptsächlich? Ich bin momentan nur am Planen. Also hier Sachen bauen kommt eigentlich relativ wenig vor. Was war dein Werkstück als Meisterin? Ich habe eine Weinbar gebaut. Eine was? Eine Weinbar. Hast du ein Foto am Handy? Nee. Müsste ich suchen. Das ist so. Ja, machen wir später. Machen wir später. Note, was hast du bekommen? Boah, ich habe noch meinen Meisterbrief gar nicht, den kriege ich erst im Juli. Ja, was hat man dir denn gesagt, was vielleicht wird? Yes. Vielleicht eine 1? Nee, das ist eine Eins wird's nicht. Ist das schwer, eine 1? Ja, an der Meisterschule auf jeden Fall. Okay. Die werden schon sehr streng bewertet, die Sachen. Tobi stellt viele Frauen ein. Also ich hab nur gelesen, Foxy gibt's dir, hast du das gelesen? Ist noch heute ein neuer Aufkleber draufgekommen. Im Ersatzteillager ist auch eine Frau. Ja, was ist da für ein neuer Aufkleber jetzt schon wieder? Da ist. Hat sich selber ausgesucht. Da Hat sie steht selber jetzt ausgesucht. Foxy gibt's hier drauf. Ja. Okay. Ja, ist so. Frage, jetzt bist du ja in einem Beruf, wo viele Männer sind, da geht es doch schon mal härter zu. Ist das ein Problem für dich? Nee, gar nicht. Kannst du Kontra geben? Ja, würde ich schon sagen. Aber ich finde auch mit Männern zusammenarbeiten ist meistens auch entspannter. Also, warum? Ja, da gibt es nicht so viel Stress Zicken. untereinander. Ja, genau. Okay. So, sehr schön. Also er hat dich gelobt, er hat gemeint, ey, komm, die Nina, ich weiß nicht, ob die vor die Kamera geht. Habe ich dich groß gefragt? Ja, schon, aber passt schon. Passt schon. So. Kriegen wir schon hin. Sag mal hier, du bist ja auch Handwerkerin. Jetzt kennst du dich ja mit Holz aus, aber Verbundwerkstoffe kommen ja auch immer mehr bei Schreinern, muss man fairerweise sagen. Ist das gut gemacht mit dem Alu hier? Wenn du mal so von der Grundkonstruktion her, Kräfteableitung und so. Würde ich schon sagen. Würdest schon sagen. So, und Ich das denke, hier. es hat schon seinen Sinn, wie das aufgebaut ist. So, und GFK ist ja, glaube ich, das toteste Material, was gibt's, oder? Aber es hält. Es hält. Also das ist in sich. Vielleicht fangen wir mal an. Die Kabinen, ihr habt einen eigenen Betrieb, da baut ihr nur die Kabinen, die kommen fertig hierher? Genau, wir bauen ja an einem anderen Standort komplett, auch nach unserer eigenen Konstruktion. Auch die Profile sind unsere eigenen Profile, ne? Eigene Kalotten, eigene Bauweise hier mit High-Impact-Werkstoff, also eine vierfach faserverstärkte. Guck mal, wie stark das Material ist. Du hast ja nicht nur Millimeter. Genau, das sind 4 mm, also hier an den Stellen sind die sogar 8 mm stark. Die Idee ist natürlich, dass die Ecken äußerst robust ausgeführt ist, wenn man mal irgendwo dagegen fährt, dass man den Koffer nicht beschädigen kann. Ne? Ja. Ja, ne? Und? So, jetzt ist ja so, du bist jetzt hier, Innenausbau. Es gibt unglaublich viele hässliche Wohnmobile. Also muss man ja fairerweise sagen. Hast du so ein bisschen Händchen für Design? Würde ich schon sagen, ja. Aber bei uns ist es ja generell auch so, dass die Kunden sehr viel mitbestimmen können und das alles komplett individuell geplant. Darf das nicht, wenn die da dir dauernd reinfunken? Gar nicht.
es macht voll Spaß. Dadurch wird es ja so individuell. Ja, jetzt Und ist die ja- Kunden freuen sich ja auch drüber, dass sie so viel mitbestimmen können. Jetzt ist ja Camping voll im Trend. Das heißt also, die Kollegen fragen bestimmt schon alle hier, du baust ja Wohnmobile aus. Hast du Ja. dir selber schon mal ein Projekt angeschaut? Ich selber noch nicht, aber für meine Eltern muss ich jetzt das Wohnmobil wieder aufbauen hier. Welches Wohnmobil haben die? Die haben ein Iveco, aber die Iveco, hatten okay. vorher von Bimobil. So, jetzt, da sprechen wir jetzt nicht drüber, aber wir werden Folgendes machen. Wir werden hier jetzt mal drüber sprechen, dass wir das haben. Wir haben uns beide abgesprochen, dass wir da nicht drüber reden, denn da gab es ein kleines Malheur, einen Unfall, muss man auch fairerweise sagen, und der wird jetzt wieder aufgebaut. Und so, Ja, zweite Runde. Jetzt gehen wir mal kurz hier rum, zeigen mal gerade, das ganze Wohnmobil guck mal hier. ist, die ist schon tot, die ist leider verhungert. Keine Ahnung, tut mir leid. Die ganze Wohnkabine ist GFK Sandwich, und zwar außen und innen. Aber beim GFK gibt es auch wieder Unterschiede. Ja, natürlich, es gibt unterschiedliche GFK-Deckschichten. Ne? Also es gibt unterschiedliche GFK-Fertigungsweisen, kontinuierlich, diskontinuierlich. Da könnte ich jetzt lang und viel referieren, wenn es Doch, Sie mach mal, interessiert. interessiert mich. Ja, also einmal ist es so, es gibt eine kontinuierliche Fertigung. Das ist eine Maschine, die im Endeffekt das GFK in einem Dauerprozess produziert und dann auf Rollen aufrollt. Das sind meistens so 50 Meter lange Maschinenstraßen. Das ist das, was in der Wohnmobilindustrie verwendet wird. Da wird zum Beispiel Holzständerwerk drunter gemacht oder es wird auch schon mal, das kommt von der Rolle, das hier nicht. Genau, das kommt alles von der Rolle. Am Schluss wird alles gerollt, weil du ja sonst eine 50 Meter, 3 Meter breite oder 2,50 Meter breite Bahn ja nicht transportieren kannst. Ne? Alle Deckschichten sind gerollt und die Fertigungsweisen, kontinuierlich und diskontinuierlich, ist nur der Unterschied der, dass kontinuierlich heißt, wir machen jetzt in einem langen Tisch ein Laminat komplett. Ne? Also das heißt, das wird dann gegossen und damit sind die Oberflächen besser. Ne? Und diskontinuierlich ist im Endeffekt eine Maschinenrollenfertigung auf einer Fertigungsstraße. Das ist kontinuierlich, diskontinuierlich. Und war was jetzt besser? Oder? Also von der Oberfläche glaube ich, also technisch sagen die Hersteller, ist es gleichwertig. Na, von den Oberflächen ist die gegossene Variante, also die kontinuierlich gefertigte, die diskontinuierlich gefertigte, die bessere. So, jetzt, wenn ich hier mal gerade dran wackle, Nina, komm mal kurz her und versuch mal hier da mal zu bewegen, weil da ist er relativ locker. Das ist schon recht steif, oder? Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn das Fenster noch drin ist. Dann. So, und jetzt wird das ja vollflächig verklebt und Kleben ist ja mittlerweile das Maß der Dinge. Ist das bei Schreinern auch schon so? Ja, Ja. auf jeden Fall. Muss ja geklebt werden. Also ich habe zuletzt in einem anderen Betrieb, die bauen Krankenwagen, da machen die alles mit Sekundenkleber, verkleben die Möbel. Hast du das schon mal gesehen? Nee, das habe ich noch nicht gesehen. Das ist ganz krank. Die haben die verklebt, dann hat 10 Sekunden gedauert, dann hat die mit einem Vorschlaghammer auf die Klebestelle geschlagen, hat die nicht auseinanderbekommen, ist an einer anderen Stelle gebrochen. Ja, das ist aber normal. Dass normal. die Klebeverbindung dann meistens stabiler ist als das Holz selbst. Aber wie wird das verklebt, so dass jemand, der vielleicht eine Allergie hat, nicht im Dreieck springt? Nee, gut, du hast ja innen geschlossene Flächen. Ne? Also das heißt, es gibt diese Innenfläche, die ja auch einen sogenannten Gelcoat hat, also eine Farbeinlassung auf beiden Seiten. Gelcoat, was ist das? Das höre ich so oft. Gelcoat ist im Großen und Ganzen eine Farbschicht, die im Produktionsprozess nach außen, auf der Außenseite auf das GFK aufgetragen wird. Wir haben eine Warum heißt das Gelcoat und nicht Farbe? Das ist eine gute Frage, weißt du das? Also das kommt so ein bisschen aus dem Schiffsbau, ne? Gelcoat. Das ist im Endeffekt das eingelassen, ist dann wahrscheinlich dicker und es ist ein bisschen im GFK mit integriert, beziehungsweise in den Harzen mit integriert. Aber wo der Name ganz genau herkommt. Ich habe nur gehört, dass also öfter mal Fehler gemacht werden in der Verarbeitung, sodass diese Farben nicht gut halten oder ausdünsten oder Blasen werfen können bei den GFK. Ja, das kann sein, bei den minderen Produktionen. Also man achtet hier natürlich drauf, dass du eine gewisse Qualität auf der Herstellungsseite schon erlangst. Und wir nehmen ja für die Außenflächen jetzt kein einfaches Laminat, das jetzt daraus bestickt, dass der Glasfasereinteil eingestreut wird im Produktionsprozess, sondern du siehst jetzt hier, das ist eine gewebte Matte, ne? Also mehrfach faserverstärkt. Wir haben hier als Grundlaminat eine Glasfasermatte, das nennt man High Impact, das Ganze. Und ich achte auch darauf, dass wir innen und außen das Gleiche verwenden, ne? Also da gibt es unterschiedliche Betrachtungsweisen. Ich habe mir das halt so abgeleitet, wenn du jetzt das gleiche Material innen und außen hast, wie beim Schreinerhandwerk auch, Zug und Gegenzug. Wir haben oft die Situationen, dass wenn du die Sachen nicht zusammenbringst, ne, kannst du ein bisschen referieren, dass sich die Sachen verziehen, hat man erst neulich mal ein bisschen. Ne? Na, wenn die Furniere unterschiedlich sind, dass einfach... Ach, das ist wie bei einer Brücke. Die arbeiten dann unterschiedlich und dann gibt es ein Problem. Total.
Also jetzt zum Beispiel Furnier zu mischen mit einem HPL würde ich nicht machen, das verzieht sich. HPL höre ich immer öfter, so Küchen, das ist so, glaube ich, Das ist ein Kunststoff, der sehr robust ist. Also gerade in Küchen auf jeden Fall. aber hier bei Wohnmobilen HPL ist schwieriger. Wir verbauen auch öfters HPL, also so gerade die Arbeitsplatten und Küchenarbeitsplatten, Tische und so. Es ist halt total robust und man kann es abwischen, wenn es nass wird, ist kein Problem. Und man kann da auch mal was Heißes draufstellen. Also das ist schon so ein Allrounder, der sehr praktisch ist. Sag mal, wenn du jetzt nicht beim Tobi gelandet wärst, wo wärst du heute wahrscheinlich? Küchenarbeiten? Ich habe überlegt, zu einem Küchenbauer zu gehen. Ich hatte aber auch schon mal tendiert, noch in Architektur zu studieren. Aber das habe ich jetzt erstmal verworfen. Weil du hast ja hier schon so ein bisschen die Möglichkeit, dann auch später anderen Leuten zu zeigen, auszubilden. Ist das ein Thema für dich? Weil das lernen wir ja auch in der Meisterschule. Ja, jetzt momentan erstmal nicht. Ich bin ja selber erst 23, aber irgendwann vielleicht schon. Warum nicht? Ich krieg voll Angst. 23-Jährige, die schon so erwachsen wirkt, ja, ist aber so. Das ist cool. Du warst schon in der Welt unterwegs mal? Also, weil hier Weltreisemobile, wo warst du? Ich war nach meinem Abitur, war ich 3 Monate in Südamerika mit dem Rucksack unterwegs. Aber Und du wurdest auch überfallen, oder? nee, das ist ein Irrglaube. Irrglaube. So. Ja, die Cousine von. Nee, die Schwester meiner Frau, die wurde überfallen tatsächlich. Aber sie hatte nur eine billige Uhr an. Nee, und das ist ja nicht schlimm. dann vielleicht sollte man nicht mit der Rolex durch Südamerika laufen. Ja, das stimmt. Man muss halt gucken, wo man langläuft und was man dabei hat. Ist ja viel Irrglaube, muss man sagen. Also was ja unterwegs ist, was Leuten vielleicht ein bisschen Angst macht, wenn man gerade hier in so einer Kabine unterwegs ist. Aber du würdest sagen, so leicht kommt man später gar nicht mehr hier rein. Also man kommt nicht mit dem Schraubenzieher hier rein, oder? Nee, auf keinen Fall. So, jetzt Frage, hier vorne ist das grün. Ich zeig mal gerade. Ja. Und hier vorne ist es braun. Warum? Wir haben unterschiedliche Schäume. Also man muss immer generell darauf achten, bei einem Expeditionsmobil, dass du thermisch stabile Materialien nimmst. Deswegen verbaut man in den Wänden, in den Seitenwänden und im Dach thermisch stabile Schäume. Also das heißt, das sind so pur PUR oder auch PET-Schäume. Also das heißt, das ist jetzt kein XPS, wie es auf dem Wohnmobilbereich benutzt wird, weil die thermisch nicht so belastbar sind. Und hier ist einfach Thermisch nicht belastbar heißt? ja, also so Kalt, wie ich im Kopf habe, ist es so, wenn jetzt, deswegen hat man auch die Wohnmobile, wie du es fährst, oft in weiß, weil das Material dahinter sich bei etwa 75 Grad anfängt pumpig zu werden. Ne? Dann lösen sich die Klebstoffe und da muss man eben darauf aufpassen, dass man ein stabileres Material nimmt. Die PUR-Schäume, wie die PET-Ausschäume sind, die halten da deutlich 10, 15 bis knapp 20 Grad mehr aus und sind dadurch besser geeignet für solche Fahrzeuge. Frage jetzt im Dach. Also wir haben jetzt einen Hähnchengrillbauer gezeigt und der nimmt dann auch keine Sandwich-Materialien im Dach, weil der sagt, das wird so heiß da oben. Da hat er das mit Glaswolle ausgeschäumt, das Ganze, und hat eine Edelstahlkonstruktion am Dach gebaut. Wird das schon heiß auf dem Dach, oder? Das kann passieren. Natürlich, ne? Das ist also was wichtig ist im Dachbereich, ist natürlich, dass man keine so dunklen Farben verwendet. Also wir lackieren zum Beispiel nur die Seitenwände bis in den Winkel hinein und lassen die Flächen oben weiß, ne? Auch aus dem Grund heraus, weil eine Verklebung mit Solaranlagen damit leichter ist und um den Koffer nicht thermisch so hoch zu belasten. Ne? Also das ist hier ein pur PUR-Schaum, das ist ein PET-Hartschaumkern. Warum ist das hier anders? Man legt in die Türbereiche andere Schäume ein, damit die Wand hier stabilisiert wird. Wenn du da mal drauf drückst, das ist also viel. Warte, ich mach das mal gerade. Also hier, der ist Oh ja, steifer, ne? das ist steifer. Und damit einfach eine höhere Stabilität. Das ist weicher hier. Ja. Genau. Warum? Weil die Tür willst du auch mal zuwerfen, auf und zuwerfen und damit habe ich hier in der Wand eine ganz andere Stabilität drin. Ne? Er hat schon drauf, der Tobi. Man muss ja sagen, er ist ja kein Schreinermeister. Du akzeptierst es trotzdem? Ja, klar. Der hat ja die Erfahrung. Das ist, glaube ich, wichtig, dass viele Gewerke zusammenarbeiten. Nehmen dich die Kollegen ernst hier? Weil du bist ja erst 23. Ach, würde ich schon sagen. Die hier schon. Sind das Profis hier? Ja klar, wir sind nur Profis. So, er ist ja ein Werbefilm. Komm, wir zeigen es mal. So, wir gehen am besten mal rein. Du gehst mal vor, bitte, Nina. Jetzt warst du hier in der Kabine drin, wahrscheinlich um uns zu entgehen, ja, weil wir dich schon besucht haben. So ist es. Nee, was hast du gemacht? Noch ein paar Planungen, gerade mit dem Bett. Wir haben hier ja ein absenkbares Bett. Ein Hubbett. Genau, und da sind wir gerade noch dran, eine Lösung zu finden, dass das noch mehr Auflagefläche bekommt. Warum? Damit es nicht so wackelt. Ja, genau, weil jetzt ist es ja nur da hinten so einen guten Meter Auflagefläche und hier im Küchenbereich müssen wir noch was finden, dass das insgesamt noch mehr Stabilität hat, weil man ja auch von hier dann draufsteigt. Und Wer kam auf die Idee, das zu verbessern?
Die Kollegen, die hier drin arbeiten die ganze Zeit. Die haben gesagt, das wackelt ein bisschen. Zu mir, was meinst du, da fehlt noch was? Das ist ja so, gerade wenn man einsteigt, ist ja die Belastung auf der Stelle, wo jetzt nicht unterfüttert ist, am größten. Und dann wackelt es immer ein bisschen. Genau. Ja. Und da ist es natürlich hier an der Stelle jetzt schlecht, wenn da nichts drunter ist. So, komm. Wir zeigen mal gerade, das ist so eine Oberfläche. Ist das jetzt anders wie im Küchenbau vom Material her, Nina? Oder? Das ist jetzt eine HPL-Beschichtung tatsächlich. Das ist eine HPL, aber drunter, was ist drunter? Drunter haben wir Leichtbauplatten, 16 mm. Die würde man jetzt zu Hause nicht verwenden, weil da muss ich ja nicht aufs Gewicht. Nee, zu Hause nimmt man normalerweise Spanplatten oder so, aber hier haben wir ja eben wegen dem Gewicht müssen wir ein bisschen aufpassen. Und ist das hier so eine Platte? So. Das ist ein Multiplex, aber hier sieht man, das sind die Leichtbauplatten. Was ist das für ein Material? Oh, was sind die denn? Also Hier für hier in dem Fall ist es eine Pappelkombi. Hier ist es eine Pappel, aber Mehrschicht. Ne? Die sind schon sehr leicht, oder? ja, Okay. Stabil trotzdem? ja, auf jeden Durch Fall. die Mehrschichtverfahren, wie Genau. Multiplex, ist es sehr stabil. Ja. So, jetzt hast du ja hier viele Sachen. Da wirst du nicht drum rumkommen, das alles zu lernen, was das ist, Ja, oder? da bin ich jetzt gerade dran, mich da reinzufuchsen, dass ich da auch mehr Erfahrung sammeln kann. So, Multiplus 2, 24 Volt, das wird ein LKW, oder? Richtig. Ja, sie lacht. Das ist so. Hast du schon einen LKW-Führerschein? Nee, den mache ich jetzt. Hast du jetzt? Wann denn? Ich fange jetzt an. Ich bin Kannst du jetzt jetzt dran. an. Theorie müssen lernen und dann Ja, Theorie lernen, das wird toll. mit Anhänger, CE? Ja. Okay. Ja, wenn dann gleich richtig. Hast du gehört? Ja, wir fördern das. Ihr fördert das. Ja, Finde ich aber auch wichtig, weil gerade die Simone, mein Sidekick, macht gerade ein C, ein C erstmal. Ja. Weil sie gesagt hat, ja, CE ein bisschen. Aber du musst ja auch rückwärts mit Deichsel einparken. Ja, also ich habe gesagt, zweimal anfangen tue ich da jetzt nicht, wenn mache ich es gleich richtig. Und ich meine, ich habe dann ja erstmal die C-Prüfung und CE ist dann ja eine Extra-Prüfung. Ja, du musst den Haufen ja auch später fahren können hier, wenn du da bist. Richtig. Hast du Bock drauf? Ja, na klar. Okay. Sonst würde ich es ja nicht machen. Das bockt, sagt mein Sohn immer. Der ist 10. Ja. Der wird jetzt Hat er 11. Hat er recht, ja. Was ist hier drunter? Ist da die Garage? Na? Ja, unten drunter ist Stauraum und hier ist aber nochmal Kleiderschrank. Hast du das mitentwickelt oder war das schon? Nee, da war ich noch nicht dabei, aber das sind wir jetzt auch gerade dran. Da müssen wir noch Grifflösungen finden. Also das ist hier ein bisschen eine andere Lösung. Wir sind in der Manufaktur und eine der Auflagen war, also das Hubbett hat nur den Sinn und Zweck. Hier wird gerne gut französisch gekocht. Ne? Die Eigentümer kommen so aus deiner Wohnecke, aus der Nachbarschaft. Und denen war es persönlich wichtig, dass während des Kochens die Bettwäsche den Geruch des Kochens nicht annimmt. Ach, deswegen. Genau, und deswegen ist es hier ein geschlossener Abgeschlossen. Sarkophag. Der kriegt eine Dichtlippe und man kann hochfahren. Und um den Raum dann noch vernünftig zu nutzen, weil man eine sehr große, guck mal hin, wie groß die Küchenarbeitsfläche ist. Boah, wie krank. Guck mal. Und auch Ja. Mit den Tools, Nina, wenn du vielleicht mal unten aufmachst. Ne? Wir da haben ist sogar also noch da eine Waschmaschine sehr drin. viel Ey, Gimmick. Ne? Das leck ist mich jetzt fett. noch- Ihr habt wir einen sind Lavamat eingebaut. wir Ist sind er mit Trocknen oder nur waschen? Das ist, glaube ich, nur Waschen. Nur waschen. Ja, da kann man ja auch tausendmal was aufhängen. Ich meine, wenn du unterwegs bist. Aber ich sag mal, eine Waschmaschine ist ja kein Luxus. Das hat man ja heute zu Hause. Oder? Ja gut, aber im Wohnmobil schon. Wir machen es öfters in nächster Zeit tatsächlich. Also hier ist ausgediente Küche, auch mit der Variante hier schöner Apothekerschrank. Wie gesagt, wir sind noch mitten im Bau. Ne? Und wir sprechen uns ja nicht ab, Sven, sondern wir machen ja einfach nur. Deswegen sind wir mit dem Chimney gerade den Hang hochgefahren, stimmt's? Es geht ja darum, dass du eigentlich das machst, wozu du auch ausgebildet wurdest. Das heißt also nicht irgendwo am Fließband zu sitzen, eine Fertigung vielleicht bei einem großen Küchenhersteller zu überwachen, sondern hier musst du deinen Kopf einschalten. Hast du früh angefangen zu basteln eigentlich als Kind? Ja klar. Mit was? Boah, alles mögliche, Bauklötze, Lego und so Playmobil. hatten wir alles daheim. Ich habe einen großen Bruder, da hat man schon einiges. Vorname vom Bruder? Jan, Jan. Jan ist viel älter als du, oder? 3 Jahre. 3 Jahre. Ja. Krass. Und das hilft natürlich auch so ein bisschen, dass du vom Jan so ein bisschen mit aufgezogen wurdest. Schon. Ist der Handwerker auch? Nee, der ist Industriemechaniker, geht in die studiert Richtung. jetzt aber in IT-Richtung. In IT. Aber bei uns sind alle so ein bisschen Heimwerker und da färbt es schon ab. Du hast einen hohen Qualitätsanspruch, habe ich das Gefühl. Also wenn hier was rausgehen soll und muss du auch da, gut aussehen. du hast gerade eben gesagt, da müssen wir noch eine Grifflösung erarbeiten. Grifflösung würde ich ja jetzt einfach nicht so drauf kommen auf dieses Wort. Ja, da würde ich jetzt einen Griff dran schrauben. Aber Grifflösung, lernt man das oder? Heißt das Ja. so? Ja, heißt so. Heißt so. Okay. So, Küche. Wenn man diese Oberflächen aufbringt oder hier die Kanten, wie funktioniert das, dass die halten? Also, dass die auch nicht abgehen? Also wir haben eine Kantenanleihmaschine, da bekommen wir auch bald eine neue tatsächlich. Und da arbeiten wir mit einem Schmelzkleber und der hält schon sehr gut. Das heißt also, die abzukriegen, die musst du schon runterschleifen, oder? Ja,
Okay. Also das hat schon seine Stabilität. So, und jetzt bitte mal so eine Schublade öffnen. Ist die schön gemacht? Ja, Also da würdest du auch sagen, als Meisterin? würde ich einen Check dahinter setzen. Einen Check dahinter setzen. Ja. Die Qualitätskontrolle hier, jetzt darf man ja hinten in der Kabine nicht mitfahren, aber Möbel sollen ja nicht klappern. Ja. Das ist ja später, wenn man so voll integrierte Fahrzeuge hat, ja wieder was ganz anderes, die Aufgabe. Klappert hier was? Was denkst du? Jetzt momentan wahrscheinlich schon noch, weil es noch nicht fertig ist, aber am Ende sollte da nichts mehr klappern. Dafür haben wir ja auch die Verriegelungen überall, dass das alles fest zu ist, und gerade bei den Pushlocks ist es ja auch der Vorteil, dass man sieht, wenn es zu ist. Du kriegst wahrscheinlich mit Tiny Häuser Riesenboom, und das hier ist ja ein Tiny House auf kleinsten Raum. So wie es da ist, da muss man seinen Kopf anders einschalten, glaube ich. Ja, voll. Also man muss halt immer gucken, dass man möglichst viel auf engstem Raum reinkriegt. Und das ist schon alles ein bisschen tricky in der Planung. Aber es haben sich auch die Grundrisse so ergeben, die einfach immer funktionieren. Also dass zum Beispiel das Bett immer hinten ist, das Macht Sinn. macht einfach Sinn, und da orientiert man sich natürlich dran, und dann gehen wir den Grundriss aber auch mit den Kunden immer durch. Also wir fangen dann an mit dem Kunden ganz normal auf ein Rechteck von den Kabinenmaßen. Das machst du selber schon mit den Kunden? Ja, also momentan mit dem Kollegen zusammen noch, der da in der Konstruktion auch noch mit drin ist. Darf ich das mal sehen? Hast du irgendwo einen Rechner? Wo du mal anders? Hier nicht, im Büro. Drüben. Da machen wir einen eigenen Film mal drüber, wie man sowas Können wir konstruiert. uns mal anschauen, genau. Okay. So, jetzt Frage, Badezimmer, wie lange brauchst du für die Morgenroutine bei dir? Ich nicht so lang. 10 Minuten? Ja, 15. 15 Minuten. So. Ist das ein schönes Bad? Kann man hier Morgenroutine machen? Oder ist es schwierig? Also Spiegel sehe ich noch keinen. Spiegel ist noch nicht dran, der kommt aber hier dann an den Oberschrank noch dran. Ich finde es auf jeden Fall relativ groß. Also wenn man mal überlegt, für so ein Wohnmobil, was da teilweise sonst so für kleine Badezimmer drin sind, kann man sich hier schon nicht beschweren von der Größe. Ja, eine Riesendusche. Also wenn du das siehst, toll finde ich die Stehhöhe. Ich bin ja 1,83 Meter plus Schuhe 1,86 Meter. Steig mal bitte rein. Geh mal in die Dusche bitte rein. Du bist 1 Meter, was bist du? 1,65 groß. 1,65 groß. Mach mal die Arme hoch bitte. So, das geht also, Stehhöhe ist ja auch ein wichtiges Thema, Tobi. Da kannst du ein bisschen was machen, wenn jemand sehr groß ist, oder? Natürlich, das ist ja genauso individualisiert, wie die Größen es brauchen. Ne? Aber ich sage immer dazu, guckt drauf, dass also mindestens 1,90 Meter Stehhöhe ist, weil wenn das Fahrzeug mal an einen anderen Eigentümer gehen sollte, der größer ist, dass der auch da drin stehen kann. Ne? Wie findest du das Bad hier? Mal was ganz anderes? Das war leicht zu finden, direkt, wenn man bei der Küche... Hast du gefunden, mit dem Zager und so, mal ein bisschen... Ja, ich komme ja gleich drauf, aber ich muss, dadurch, dass ich einen super Weitwinkel habe, aber trotzdem Nina auch... Läuft es hier? Kann ich wieder gehen, oder eigentlich? Ne? Es läuft zwischen uns, ja. Ich muss sagen, aber... Du guckst doch ganz angetan. Ganz ehrlich, soll ich dir mal was sagen? Ich habe ja selbst eine Tochter, die ist, sind beide 33. Also die eine ist Handwerkerin, so wie du. Die macht Halsbänder. Und die ist bildhübsch. Und oft ist es so, dass sie das natürlich aktiv schon benutzt in Instagram und Co. Dass, also gerade die Entscheider das nett finden, dass man das hat. Aber es gibt auch eine gewisse Bewunderung. Man muss ja sagen, Schreinermeisterinnen gibt es immer mehr. Aber vor 10 Jahren, 20 Jahren, da wart ihr, glaube ich, da gab es ja nicht so viel, oder? Nee, das ist jetzt erst die letzten Jahre, dass viele das machen, und es wird auch viel mehr unterstützt jetzt. Und auch in den Köpfen kommt es langsam an, dass auch eine Frau als Schreinerin... Ist schon schlimm, dass man das so sagen muss, aber in der Vergangenheit, wenn du ja das mal siehst, ja, wirst als Frau geboren, und dann waren ja ganz viele Berufe sogar verboten. Du durftest die ja gar nicht machen. Unglaublich, oder? Ja, total. Aber es ist ja gut, dass das jetzt nicht mehr so ist. Weißt du, was geil ist? Wenn du ans Werk kommst, dann sieht das vielleicht mal nicht aus wie eine Zahnarztpraxis oder eine, oder eine Kantine in der BASF, oder? Das heißt, was könntest du ändern hier? Würdest du mit Farben auch mal spielen? Auf jeden Fall. Wir haben auch noch andere Kabinen, da wird viel mehr mit Farben gespielt. Also das Projekt hier ist schon relativ schlicht. Aber da kommt auch viel anderes. Also da sind wir immer mehr dran, mit Farben zu spielen, zu kombinieren. Und die Kunden werden auch immer kreativer. So, komm, wir drehen uns mal, dann zeigen wir das mal. Setz dich mal bitte auf die Toilette, kannst den Deckel drauf lassen. Thema Beinfreiheit ist ja ein großes Thema. Kommen Kunden schon mal und sagen, hier, ich habe lange Beine, da muss ich auch drauf passen? Ja, da achten wir auch auf jeden Fall immer drauf. Also wir achten immer darauf, dass man hier so 60 cm mindestens hat. Jetzt haben wir hier eine Festhangtoilette in der Kabine. Das ist ja auch nicht so oft. Du weißt, was eine Festhangtoilette ist?
Was? Eine Festtanktoilette, weißt du das schon? Komm, geh mal runter, ich zeig dir das mal. Das ist eine Toilette, die hat einen Tank drunter. Ach so, ja. Ja, genau, da gibt es ja auch so Kassettentoiletten. Ja. Und die hier ist umweltfreundlich, da wird das später entsorgt. Ja. Aber das Thema aufs Klo gehen ist ja schon wichtig. Ja, gibt es aber ja auch 1000 verschiedene Möglichkeiten. Das ist auch Präferenz vom Kunden dann am Ende, was er haben will. Trenntoilette, Komposttoilette. Ja, da gibt es ja alles Mögliche. Also es ist total unterschiedlich. Manche finden so Trenntoiletten schrecklich, manche wollen es unbedingt. Also Klavierband bedeutet, du kannst die Tür nicht mehr einstellen danach. Das heißt, jedes Maß muss millimetergenau stimmen. Ist die relativ verzugsfrei hier, die Kabine? Würdest du sagen, wenn du hier zum Beispiel Klavierband planst, das wird sich nicht verziehen? ich würde sagen, nee, nicht, weil, also ich meine, die Platte ist schon sehr stabil. Und wenn, kann man das ja im Notfall auch mal tauschen. Also so ist es jetzt nicht. Das Band, oder? Ja. Aber es ist schon relativ stabil, würde ich sagen. Ich befürchte. Es ist halt dicht. Ist dicht, gell? Ja, das ist halt auch richtig. Es klappert nicht, das ist auch ein Vorteil. Ja, das ist alles da. Dann hier vorne, beschreib mal bitte das Truma Bedienfeld, wenn du gerade dabei bist. Ja, das kann der Tobi besser, glaube ich, das Truma Bedienfeld Das ist die erklären. neue Truma, ne? Also das neue Truma Bedienfeld, was jetzt früher war ja so ein Drehknöpfchen hier und dann konntest du über den Drehknöpfchen in die verschiedenen Menüs. Genau, ja. Und die neue Version jetzt, auch in der 23er Version, hat unter anderem auch das Höhenkit integriert. Ja? Also das heißt, du hast nicht mehr verschiedene Einbauteile und das ist halt jetzt ein bisschen intuitiver. Das heißt, du hast einen Touch, der geht natürlich jetzt erst, wenn Strom drauf ist. Das ist ja natürlich, wir sind ja hier mitten im Bau. Ne? Und die Kombination hier ist einmal für die Visualisierung aus der Victron-Linie dieses Zerbo zu verwenden. Da kann man auch die Tankstände in den Wassertanks mit simulieren. Könnte man alles über die Truma jetzt machen, aber du sagst, das Victron, ihr habt das getrennt, Heizung und... Ja, na gut, du musst jetzt immer so sehen, das Konzept, was hier aufgebaut ist, ist ja jetzt auch schon 1,5, 2 Jahre alt und wir machen trotzdem die neuesten Modelle rein. Ne? Und wir haben das halt auf das Servo geeicht und haben noch keine Erfahrung, haben es bis jetzt noch nicht gemacht, dass man das in die Truma mit rein visualisiert, weil steuerungstechnisch kannst du natürlich mit dem Ding, was die Elektrik angeht, noch viel, viel mehr machen. Ganze Haustechnik, Lichter schalten, alles. Ja, und deswegen ist es hier noch so umgesetzt. Ne? Ansonsten die schönen Philippi Bedienpanels für die wesentlichen Schalterchen und alles andere ist halt Out of State, ne? Also zugelassene Schaltwerke für den Caravaning-Bereich. Ne? Komm Nina, wir zeigen mal gerade was, bevor der Tobi gleich loslegt hier in der Technik, weil dann wird er nicht mehr aufhören. Sag mal hier, diese Winkel, diese Alu-Winkel, die drin ist, die machen doch einen sehr vernünftigen Eindruck. Ja. Wie kriegst du die Schrauben da rein, dass die halten? Tobi? Die Schrauben sind also hier verkleben wir und verschrauben wir und die Schraube ist so eine große flügliche, also die hat So eine Spacks, oder? Ja, mit längeren Lamellen. Die hält im GFK, ist aber im Großen und Ganzen eher nur eine Montagehilfe an der Stelle. Okay, damit das auch nicht klappert und ordentlich hält. Ja. Okay. Aber die Verklebung ist eigentlich schon das, was das hält am Ende. Man könnte jetzt tatsächlich auch an der Stelle auf die Verschraubung gänzlich verzichten. Ne? Wenn das halt einmal so im Algorithmus im Bau drin ist, machen wir das so. Ne? Mal blöde Frage, Männer lesen ja nie Handbücher, weißt du das? Und Frauen lesen aber Handbücher. Und gerade wenn man klebt, sollte man Handbücher lesen, oder? Sollte man. Man kann schon viel falsch machen mit Klebstoffen. Zum Beispiel Temperatur, falsche... Ja, oder auch Mischverhältnisse, wenn man den selbst anrührt. Ja. So Pi mal Daumen ist nie gut. Komm, bevor wir in die Technik gehen, steig mal bitte raus. Ja. Kleiderschrank. Und dass du mir den mal zeigst, ganz wichtig, hängende Kleidung. Ja, naja, haben wir jetzt eigentlich nicht so oft, dass wir Kleider aufhängen, weil es halt ein Raumverschwender eigentlich ist. Also wenn du Sachen aufhängst, das braucht unfassbar Eine Frau, hast du gehört? Raumverschwender, Also, das Ballkleid. Ja, komm, was brauche ich im Ballkleid, wenn ich durch die Wüste fahre? Das ist ja auch irgendwie Quatsch. Die musst du dir halten, Tobi. Ja. Gut gemacht. Nee, es soll ja auch ganz pragmatisch gehen. Als du unterwegs warst in Südamerika, was hattest du dabei? Einen Rucksack? Oder? Ich hatte einen 11 Kilo Rucksack und da waren halt dann 4 T-Shirts drin und 2 kurze Hosen und eine lange Hose. Okay. Mehr kann ich ja nicht tragen auf dem Rücken. War was alleine oder war zu zweit? Oder? Ich war zu zweit mit meinem damaligen Freund unterwegs, ja. Und das war wie lange? 3 Monate? 3 Monate waren wir da weg. Man braucht gar nicht so viel, oder? Nee, am Ende nimmt man hat schon viel zu wenig dabei gefühlt und dann ist es am Ende doch zu viel gewesen. So, dann mach mal zu bitte, Nina. Jetzt darfst du mal dein ganzes Fachwissen mal loswerden. Wir gehen mal raus und du darfst mir mal einige Maschinen mal erklären. Denn ich bin ja angehender Handwerker und ich kann überhaupt nichts handwerklich, außer ich bin eher so aus der Ecke Informatik. Und jetzt zeigen wir mal, was ist das hier?
Das ist unsere alte Kantenanleihmaschine, die wird jetzt aber demnächst getauscht. Da bekommen wir eine etwas größere, würde ich mal sagen. Ein Länger. bisschen. Ja, so ungefähr doppelt so lang. Wie funktioniert das, so eine Kantenanleihmaschine? Die hat einen Haufen Aggregate. Das ist hier jetzt ein bisschen schwer zu zeigen. Bei der neuen wäre das einfacher. Aber von der anderen Seite kannst du es dir mal angucken. Das ist die Kante. Das ist die Kante, die ist meistens gerollt und wird dann hier eingeführt. Und dann hat man hier einen Haufen Fräsaggregate, Kapfaggregate. Dann werden da noch Rundungen dran gefräst. Das passiert alles an der Maschine. Also wenn ich aus dem Baumarkt für meine Küchenarbeitsplatte so eine Kantenanleim-Ding und dann mit dem Cutter abschneide, das hat nichts damit zu tun. Nein, gar nicht mehr. Also das ist nichts mehr mit einer Bügelkante zu tun. Das ist wirklich, man schiebt das Brett rein und auf der anderen Seite kommt es fertig raus. So, anders geht das auch gar nicht, oder? Nee, es wird ja viel zu lang dauern. Okay. Also Hightech. Was geschieht mit der? Kann man die kaufen bei eBay Kleinanzeigen? Das wissen wir noch nicht. Wir machen da gerade einiges, bauen wir hier um und ja, ich denke, die gehen wir wieder ab, die brauchen wir nicht mehr. Ne? Wir haben also da was richtig Industrielles jetzt. Du warst da mit dabei bei der Entscheidung, was ihr kauft? Bei der Entscheidung, was wir kaufen, war ich noch nicht dabei, aber ich habe es abgesegnet. So, im Nachgang abgesegnet. So, hier vorne, was ist das? Das ist die Formatkreissäge, die wird allerdings aber auch bald getauscht. Gegen nee, auch wieder. Noch eine Ecke hochwertigeres. Ne? Das ist schon so ein Gespräch. Wobei das jetzt Ja, eine neue. also die ist auch top. Die ist auch top, keine Frage. Aber was ist bei der anderen besser jetzt? Naja, hier sieht man, man muss manuell die Maße eingeben und so. Das ist alles relativ einfach gehalten. Und die neue, die wir bekommen, ist computerunterstützt. Da kann man alles Mögliche dann einprogrammieren. Abspeichern, Sägeblätter. Und das macht es dann im Nachgang halt wesentlich einfacher und weniger Fehler. Dann. Sag mal, so eine 4-Achs CNC. Schon was Cooles. Ist sie hier? Nee, noch nicht. Wir kriegen eine 3-Achs. Kriegen wir bald. Also es wird 3-Achs CNC. ja, kommt auch Mit zusammen mit den anderen. vollautomatischem Werkzeugwechsler und allem. Ja, Preis, was kostet die? das weiß ich nicht. Sowas kostet neu normal 150.000 €, aber die nehmen wir als Gerät, was vom Gebrauchtmarkt kommt, weil wir brauchen die nicht im Dauereinsatz. Aus China oder wo kommt die? Nee, das ist ein italienischer Hersteller, SCM, ja, und ist jetzt ein Gerät, was so 2010 in der Bauerei, also 12, 10. Also läuft. Läuft, ja. So, jetzt hier vorne, was liegt hier? Was ist das Braune hier, was hier liegt? Das ist so ein Schichtstoff, über den wir vorhin gesprochen haben. HPL. Das ist so ein HPL-Schichtstoff, der ist 0,6 mm dick. Ist der wirklich so wärmebelastbar, HPL? Also es kommt natürlich immer auf den Schichtstoff an, da gibt es auch Unterschiede, aber die wir nehmen, halten schon einiges aus. So, und wie bringt man den aufs Holz? Man hat da normalerweise rohe Pappelplatten, zum Beispiel sowas. Und da wird beidseitig das quasi einfach draufgelegt und dann in der Presse verpresst. Mit Kleber. Mit Kleber, ja. Okay, von allein wird es nicht halten. Sag mal, hier sind so Zahlen drauf. Zeig mir die mal bitte. Was ist das? Das sind die Notizen von den Leuten, die damit arbeiten. So, das sind Winkel und so weiter. Richtig, wenn man keine Blatt zur Hand hat, dann nimmt man Reststücke. So, das sehe ich nämlich. Ich habe zuletzt eine Tapete gelöst bei mir auf dem Bau und da war die ganze Wand beschriftet. Das ist normal, oder? Das ist normal. Das ist überall so. So, jetzt, was ist das für ein Ding, Paul Ott? Das ist die Furnierpresse. Die Furnierpresse. Da drin werden Sachen gepresst. So, die hat natürlich unglaublich viele Sicherheitsmaßnahmen, dass man nicht die Hand reinstecken kann, oder? Da muss man Da musst du aufpassen. Da wird einmal geschrien, Hände raus. Aber die neuen haben das alle, oder? Das weiß ich nicht. Also so neue Furnierpressen habe ich noch gar nicht gesehen. Also ich kenne tatsächlich Die da. standardmäßig sowas. Die läuft ganz langsam. Also im Aber Endeffekt kannst du nur vorsätzlich die Hand da reinbringen. Und, Naja, ich sag nur, weil ich habe da schon Respekt. Ich hatte mal so eine Papierabschneidemaschine. Kennst du die so 1000 Blätter auf einmal schneidet? Da kriegst du schon Respekt. Aber die hier ist langsamer. Die läuft ganz langsam zu. Also da muss man schon wirklich die Hand reinstecken wollen. Und wie lange braucht das, bis es gut ist? Bis es verpresst ist. Also wenn wir mit Heizung pressen, haben wir das normalerweise nur 5-6 Minuten drin. 5-6 Minuten. Dann hier vorne ist wahrscheinlich der Druck, wird sowas. Und das hast du alles gelernt in deiner Ausbildung? Das habe ich in meiner Ausbildung alles mal gelernt, ja. Da gibt es tolle Tabellen, da kannst du hier ablesen, was für Breiten und Längen du hast und demnach kannst du den Druck dann einstellen. Du kommst nur nicht ran, oder? Oder geht's? Geht gerade noch so. Mach mal, ich will das mal sagen. Auf 10 Spitzen komme ich noch hoch. Du kommst noch hoch. So, cool. Sag mal, das hat doch Handwerker, hat doch was mit Köpfen zu tun und nicht mit Muskelkraft. Das heißt also, jetzt geht das ja bei dir. Brückenbauer wärst du nicht geworden, oder? Nee, definitiv nicht.
Das heißt, es gibt auch Berufe, wo du sagst, da sind die Männer leicht im Vorteil? Oder? Ja, klar. Ja. Allein mit der Kraft. Also ich merke es auch im Schreinerhandwerk schon. Also wenn man da mal eine 40 mm Multiplexplatte durch die Gegend tragen soll, das musst du auch mal schon. muss man auch mal, klar. Aber man muss halt wissen, wie man sich zu helfen weiß. Dann. Sag mal, ist das so ein Beruf, wo du abends nach Hause kommst und noch ins Fitnessstudio musst, um den Kopf frei zu kriegen, oder geht das? Also wenn ich viel im Büro bin, tatsächlich schon. Also ich bin momentan ja eigentlich den ganzen Tag im Büro und mache Planungen am PC. Da gehe ich schon alles abends noch mal ins Fitnessstudio zum Kopf frei kriegen. Komm, wir gehen mal hier rüber, dass wir das sehen. Was ist hier? Das ist urig. Da werden die Autos lackiert und die Kabinen. Echt hier drin? Was mir aufgefallen ist bei der Lackierung, ihr habt so gut wie gar keine Einschlüsse. Das ist zwar teilweise recht rustikal, muss man sagen, aber die Lackierung ist richtig gut. Also wir staunen selber immer wieder, wie gut wir das hinbringen. Und viele Sachen an Fahrzeugen lackieren wir hier unten noch. Wir haben zwar oben eine Lackiererei, einfach aus Kapazitätsgründen. Und hier wird jetzt auch, wie du siehst, das Fahrzeug ist schon fertig. Das hat so ein ja, wie sieht's aus? Schön. Ein bisschen, ja, ne? Schön, ein bisschen Outdoor. anders, ne? Also mal anders. Ja, also Raptor so ein bisschen. Ja, das ist sowieso, das ist so eine bisschen stabilere, wir haben so ein eigenes Lackierverfahren entwickelt, das schimpfe ich Glaso Protect auf der Basis von Glaso Lyrit BASF-Produkten, und das ist so ein Lack, der also wesentlich widerstandsfähiger ist, ne? Und wir bereiten jetzt hier bei diesem Fahrzeug das Chassis auf, wie du siehst, ne? Also das heißt, das ist teilweise schon bestrahlt und geschliffen, ne? Und dann wird das Chassis mit noch an den befindlichen Stellen mit dem Rostumwandler behandelt, um es anschließend wieder lacktechnisch komplett neu aufzubauen. Ne? So, wir sind am Ende. Erstmal vielen Dank, wenn du dich mal gerade dahin bewegst wegen dem Licht, dann bekomme ich dein elfenartiges Gesicht da drauf. 23 Jahre Handwerksmeisterin Nina, dein ganzer Name? Hass. Nina Hass? Ja. Ja, okay, du wirst bald heiraten und dann ist er weg, oder? Ja, hoffentlich. Ist das komisch, mit dem Namen Hass zu leben? Ach, man kriegt schon ständig Sprüche, aber man gewöhnt sich dran. Ich glaube, es sind immer dieselben, oder? Ja, Ja. immer das Gleiche. Du hast wenigstens Glück. Genau. Ja, das ist so. Ja, tolle Mitarbeiterin, muss ich sagen. Du hast mir, glaube ich, schon vor einer Woche erzählt, dass du eine junge Frau bekommen hast, die wirklich handwerklich top ist. Und ich glaube auch, dass du viele Vorteile hast, wenn viele Augen sehen ja auch mehr. Also wenn da einer zum Beispiel mit Design dabei ist, Männer sind ja dafür bekannt, nicht so ordentlich zu sein. Das kann ich bin ja selber ein Mann. Das gilt für dich nicht, oder? Nee, muss schon ordentlich sein. Muss schon ordentlich Auf sein. jeden Fall. So, keine Fehler machen. Nina, ich wünsche dir viel Erfolg. Dankeschön. Heute ist der 8. Mai 2023. Wir werden uns bestimmt noch öfter sehen, tolle Videos sehen. Tschüss.